Mein Name ist Ulla Mross. Ich bin freiberufliche Malerin und Grafikerin und beschäftige mich mit ganz unterschiedlichen bildnerischen Techniken. Das ist zum Beispiel die Malerei. Ich arbeite da hauptsächlich mit Ölfarben. Dann mache ich Zeichnungen, Radierungen, Holzschnitte. Und in letzter Zeit sind auch einige eigenständige Holztafeln entstanden. Die Linie ist in meiner Kunst ein ganz wichtiges Ausdrucksmittel. In der Malerei wird sie manchmal mit dem Pinsel gezogen, manchmal in die pastos aufgetragene, noch nasse Farbe eingeritzt. Und in manchen Arbeiten benutze ich Stechbeitel und bringe damit Spuren mit großem Kraftaufwand in das feste Material. Manche Linien verdichten sich durch Wiederholung zu eigenständigen Flächen. Manchmal drückt die Linie eine Art von Bewegung aus, zeigt einen Verlauf. Und manchmal assoziiert sie auch etwas Gegenständliches, etwas Figuratives. Oder aber sie kann auch als poetische Zeichnung wirken. Ich habe 3 große Leitmotive, zu denen ich immer wieder zurückkehre. Da ist erstmal das Thema Begegnung, Beziehung, Verbindung. Dann Wege, Lebenswege, Spuren. Und das dritte Thema, da geht es um fragile Balancen. Jeder Mensch hat irgendwo Begegnungen. Das macht letztlich auch sein Menschsein aus. Das heißt, es geht um die Frage nach Nähe, Distanz, Zuwendung, gemeinsamen Erfahrungen. Es berührt letztendlich die Frage, wie stehe ich überhaupt in der Welt? Und damit sind zugleich auch existenzielle philosophische Fragen angesprochen. Dann geht es auch um die Frage, welche Spuren hinterlasse ich in meinem Leben oder möchte ich hinterlassen. Lebenswege sind ja auch nicht immer geradlinig, nicht immer eindimensional, sondern ändern manchmal abrupt die Richtung oder brechen unvermittelt ab. Manchmal werden sie gekreuzt durch andere Spuren. Ja, je nachdem, welchen Blickwinkel man einnimmt, wie sich Perspektiven, Einstellungen ändern. Ein wichtiges Thema für mich sind die fragilen Balancen. Ja, das ganze Leben ist ja ein Balanceakt, in dem man versucht, verschiedene Dinge irgendwie in Ausgleich zu bringen und eine Balance zu schaffen. Und ja, so versuche ich dann eben Schweres, Leichtes, Glattes, Widerspenstiges, Aufgerissenes zusammenzubringen oder eben auch als bewusste Kontraste stehen zu lassen. In manchen Arbeiten geht es darum, freie, schwebende Fläche durch eine Linie zu verankern und zu festigen und insofern auch irgendwo eine Balance zu schaffen.
Der Holzschnitt nimmt bei mir einen großen Raum ein und interessiert mich auch deshalb, weil ich dagegen einen Materialwiderstand arbeiten kann und er auch so eine Entwicklungsmöglichkeit zulässt. Das heißt, ich schneide eine Platte, schaue die mir an und entwickle eine neue Platte dazu. Die Druckstücke werden dann übereinander gedruckt. Es ergeben sich dann ganz neue Formen, neue Räume, teilweise auch über das Übereinanderdrucken ganz neue Motive und komplexe, auch für mich unerwartete Werke. Das heißt aber auch, neben allem planvollen Vorgehen muss auch Raum sein für Zufall. Das heißt, man liest selber in dem Bild und schaut, was das Bild braucht und kommt dann wirklich selber auch zu ganz spannenden Momenten und Überraschungen. Ein schöner Moment beim Holzschnitt ist, wenn der Druckstock frisch mit Farbe eingewalzt ist und das Papier dann vorsichtig drüber gelegt wird, angedrückt, gerieben wird und dann endlich der magische Moment kommt, in dem man langsam, vorsichtig das Papier vom Druckstock löst und schaut, wow, wie präsentiert sich das Motiv, wie satt ist die Farbe, wie überlagern sich die Formen. Ja, das ist wirklich ein absolut spannender Moment und das ist einfach toll. Farben unterstützen sich ja gegenseitig oder kommen durch Nachbarfarben erst richtig zur Geltung. Dabei sind in den Arbeiten jetzt keine eindimensionalen Farbflächen zu finden, sondern Farben müssen sich langsam aufbauen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine orange Fläche haben möchte, dann fange ich etwa mit einem Braunton an, vielleicht sogar so ein bisschen Schwarz kommt dazu, dann ein Gelb, ein Lasur-Orange und irgendwann habe ich dann durch Hinzu-, Wegnehmen mal den Ton, den ich haben möchte. Das heißt, ein warmes, vibrierendes, räumliches Orange. Auch die Haptik und die Materialität spielt bei mir eine große Rolle. In den Malereien und vor allem auch in den Mischtechniken habe ich dann zum Beispiel Sande verwendet oder Schellack, Marmormehl, pastose Ölfarbe, sodass ich dann eine teilweise reliefartige Oberfläche gewonnen habe. Schön ist es, wenn der Betrachter in den Bildern Entdeckungen machen kann, die auch mit seiner eigenen Lebenssituation zu tun haben. Wenn sie die Fantasie und Auseinandersetzungen anregen
Und ich finde, es ist auch für mich immer sehr spannend zu hören, welche Assoziationen und Gefühle meine Arbeiten beim Besucher, sei es im Atelier oder in der Ausstellung, auslösen und wir uns darüber austauschen können, weil dann bekomme ich nochmal ganz andere, also häufig nochmal ganz andere Perspektiven aufgezeigt. Denn letztendlich lebt ja ein Bild erst durch die Zwiesprache mit dem Betrachter. Dadurch wird es erst lebendig. Und es ist für mich wirklich eine richtig hohe Anerkennung, so empfinde ich das, wenn sich Betrachter Zeit nehmen und sich wirklich auf die Bilder einlassen. Das Positive an der Kunst ist für mich, dass ich ein Stück weit den Alltag, die Routine hinter mir lassen kann und in eine ganz neue Welt der Fantasie, der Farben, Formen mich einfinden kann. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Kleinigkeit entdeckt habe, etwas Neues gefunden habe, dann ist das für mich wie Fliegen, das ist für mich Glück pur. Man kann aber auch vom größten Glück in die totale Verzweiflung kommen, wenn etwa mal was nicht gelingt oder man nicht weiterkommt mit einer Arbeit. Ja, für mich gehört aber ja beides zusammen. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich diese Welt leben darf.